Wie du mit Memes Deutsch lernst. Stell dir vor, du sitzt morgens im Bus, wischst durch dein Handy und plötzlich bleibst du bei einem lustigen Meme hängen. Du lachst kurz, liest die Bildunterschrift und ohne es zu merken, hast du gerade ein neues deutsches Wort gelernt. Genau hier liegt die Magie von Memes und Social Media. Sie tauchen dort auf, wo wir ohnehin schon unsere Zeit verbringen, und sie machen Sprache zu etwas Alltäglichem, Lustigem und Leichtem. Früher dachte man oft, Lernen bedeutet Bücher, Vokabellisten und stundenlanges Pauken. Heute wissen wir, Lernen passiert überall. Und besonders effektiv ist es, wenn es fast unbemerkt geschieht. Memes sind dafür ein perfektes Beispiel. Sie kombinieren Humor mit Bildern, kurzen Texten und einem klaren Kontext. Dadurch bleibt das Gelernte viel leichter im Kopf hängen als eine isolierte Vokabel. Und Social Media? Es ist der Ort, an dem wir täglich unterwegs sind. Instagram, TikTok, YouTube Shorts, Twitter, wir konsumieren Inhalte in kleinen Häppchen. Wenn man diesen Konsum geschickt in den Lernprozess einbaut, entsteht eine Art Sprachbad Light. Man ist umgeben von echter Sprache, von Witzen, Kommentaren und Diskussionen. Genauso, wie sie wirklich gesprochen wird. Diese Kombination aus Unterhaltung und Lernen hat zwei große Vorteile. Erstens bleibt die Motivation hoch, weil es sich nicht nach harter Arbeit anfühlt. Zweitens bekommst du Input, der aktuell ist, kulturell relevant und oft aus dem Alltag der Muttersprachler stammt. In dieser Serie schauen wir uns Schritt für Schritt an, wie Memes und Social Media dein Lernen auf das nächste Level bringen können. Wir sprechen über die psychologischen Effekte von Humor, sehen uns Beispiele für Lernmemes an, lernen, wie man Social Media gezielt in kleine Lerneinheiten einbaut und natürlich auch, welche Gefahren es gibt und wie man Ablenkung vermeidet. Kurz gesagt, hier geht es darum, deine Bildschirmzeit in Lernzeit zu verwandeln, ohne dass es sich nach Lernen anfühlt. Warum sind Memes eigentlich so effektiv beim Sprachenlernen? Auf den ersten Blick wirken sie nur wie kleine Witze oder lustige Bilder, die man schnell weiterscrollt. Doch genau darin steckt ihre Kraft. Sie sind kurz, prägnant und leicht verdaulich. Perfekt, um Sprache im Alltag unbemerkt aufzunehmen. Memes funktionieren über Humor, über Überraschung und über kulturelle Bezüge. Wenn du lachst, schüttet dein Gehirn Dopamin aus. Ein Botenstoff, der nicht nur gute Laune macht, sondern auch das Lernen verstärkt. Das heißt, ein Witz, den du im Meme verstehst, bleibt viel länger hängen als eine trockene Regel im Lehrbuch. Hinzu kommt der visuelle Aspekt. Memes bestehen fast immer aus einem Bild oder einer Szene, die sofort Emotionen auslöst. Dein Gehirn liebt solche Verknüpfungen. Statt nur ein Wort isoliert zu lesen, siehst du es direkt in einem humorvollen Kontext. Das erleichtert das Erinnern enorm. Ein weiterer Punkt ist die Authentizität. Memes sind nicht für Lernende gemacht, sondern entstehen in der echten Internetkultur. Wenn du sie konsumierst, tauchst du automatisch in den Sprachgebrauch der Muttersprachler ein, mit ihren Witzen, Wortspielen und Insider-Referenzen. Das ist ein Input, den kein Lehrbuch liefern kann. Außerdem trainierst du nicht nur deinen Wortschatz, sondern auch dein Sprachgefühl. Viele Memes spielen mit Ironie, Doppeldeutigkeiten oder Slang. Selbst wenn du nicht jedes Detail sofort verstehst, entwickelt dein Gehirn Schritt für Schritt ein Gefühl für Tonfall, Rhythmus und Humor der Sprache. Ein Beispiel. Stell dir ein Meme vor, das den klassischen Expectation versus Reality-Vergleich zeigt. Links ein Bild von einem perfekten Croissant, rechts ein zerdrücktes Brötchen. Die Bildunterschrift lautet: Mein Versuch, deutsches Frühstück zu machen. Allein durch diesen kleinen Witz lernst du etwas über Selbstironie, Essenskultur und typische Redewendungen. Kurz gesagt, Memes sind wie kleine Sprachvitamine. Schnell konsumiert, aber mit starker Wirkung. Sie verbinden Spaß, Emotion und echten Sprachgebrauch, und genau das macht sie zu einer der effektivsten, modernsten Lernmethoden.
Unser Gehirn ist ein Meister darin, sich Dinge zu merken, die mit starken Emotionen verbunden sind. Humor ist dabei einer der stärksten Auslöser. Wenn du lachst, verknüpft dein Gehirn die Information automatisch mit einem positiven Gefühl. Und genau dadurch speichert es sie viel länger ab. Denke mal zurück. Wahrscheinlich erinnerst du dich noch an einen Witz aus deiner Schulzeit oder an ein peinliches Meme, das dir ein Freund vor Jahren geschickt hat. Warum? Weil Bilder und Humor viel tiefer im Gedächtnis haften bleiben als trockene Wörter oder endlose Vokabellisten. Bei Memes passiert genau das. Ein lustiges Bild, kombiniert mit einem kurzen Text, erzeugt eine sofortige Assoziation. Beispiel: Ein Meme zeigt einen Hund, der verwirrt in die Kamera schaut. Darunter steht: Wenn der Lehrer plötzlich auf Deutsch fragt, was dein Lieblingsessen ist. In diesem Moment verbindest du nicht nur das Wort Lieblingsessen mit dem Bild, sondern auch mit dem Gefühl, das Meme witzig gefunden zu haben. Das funktioniert, weil Bilder eine Art mentale Abkürzung sind. Unser Gehirn verarbeitet visuelle Informationen etwa 60.000 Mal schneller als Text. Wenn du also eine neue Vokabel direkt mit einem starken Bild verknüpfst, wird sie praktisch in dein Langzeitgedächtnis eingebrannt. Humor verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Wörterspiele, Ironie oder absurde Situationen zwingen dich, genauer hinzusehen und die Bedeutung zu entschlüsseln. Dadurch beschäftigst du dich intensiver mit der Sprache, ohne dass es sich nach Lernen anfühlt. Das Schöne daran: Selbst wenn du ein Meme nicht sofort komplett verstehst, bleibt das Bild hängen. Und wenn dir später das gleiche Wort in einem anderen Kontext begegnet, erinnerst du dich an das Meme. Dein Gehirn baut so automatisch Brücken zwischen neuen und alten Informationen. Kurz gesagt, Memes nutzen zwei der stärksten Werkzeuge des Gehirns, Bilder und Humor, und verwandeln sie in kleine, aber extrem effektive Lerneinheiten. So wird aus jedem Lachen ein kleiner Baustein für deinen Wortschatz. Um besser zu verstehen, wie Memes beim Sprachenlernen funktionieren, schauen wir uns ein paar typische Beispiele an. Stell dir vor, du scrollst durch Instagram oder Reddit und stößt auf ein Meme, das sofort deinen Humor trifft und gleichzeitig neue Wörter ins Gedächtnis brennt. Ein Klassiker ist das Expectation vs. Reality Meme. Links siehst du ein Bild von einem perfekt angerichteten Teller mit deutschem Sauerbraten. Rechts daneben ein matschiges, unappetitliches Essen mit der Bildunterschrift: Mein Versuch, deutsches Kochen zu lernen. Hier merkst du dir nicht nur das Wort Sauerbraten, sondern auch, wie Deutsche über ihre Küche und Selbstironie lachen. Oder das bekannte Distracted Boyfriend Meme. Der Junge schaut einer anderen Frau hinterher, während seine Freundin empört reagiert. In der deutschen Lernversion könnte über der Freundin stehen: Meine Grammatikregeln, über der neuen Frau neue Vokabeln und über den Jungen ich. Das ist nicht nur witzig, sondern spiegelt genau das Lerngefühl wider, das viele kennen, und macht Grammatik und Vokabeln zu greifbaren Figuren in deinem Kopf. Ein weiteres Beispiel sind Tiermemes. Ein Hund, der verwirrt schaut, mit der Caption: Wenn du plötzlich merkst, dass das nicht so einfach sind. Solche Memes sind simpel, aber extrem effektiv, weil sie ein alltägliches Lerndrama humorvoll darstellen. Auch Wortspiele eignen sich perfekt für Memes. Zum Beispiel ein Bild von zwei Broten, eines normal, eines halb verbrannt, mit dem Text Brot, Brötchen, Verbrötchen. Das ist ein absurder Witz, aber genau durch diesen Humor prägst du dir gleich 3 Wörter gleichzeitig ein. Das Entscheidende ist, diese Memes sind nicht für Lernende geschrieben, sondern spiegeln reale Gefühle, Frustrationen und Witze wider.
Wenn du solche Memes regelmäßig konsumierst, baust du dir automatisch ein mentales Archiv aus Bildern, Szenen und Sprüchen auf, die deine Sprachkenntnisse lebendig machen. Kurz gesagt, Lernmemes sind kleine Geschichten in Bildform. Sie bringen dich zum Lachen, zum Nachdenken und vor allem dazu, neue Wörter unvergesslich abzuspeichern. Memes sind nur ein Teil des Ganzen. Das wahre Potenzial von Social Media liegt darin, dass du dir deine eigene persönliche Sprachwelt zusammenstellen kannst. Plattformen wie Instagram, TikTok, YouTube oder sogar Twitter bieten unzählige Accounts, die sich mit Sprache, Kultur und Humor beschäftigen. Und genau hier kannst du gezielt Input für dein Lernen holen. Stell dir vor, du folgst einem deutschen Comedy-Account. Jeden Tag tauchen kurze Clips in deinem Feed auf, vielleicht ein Sketch über das Chaos in der deutschen Bürokratie oder ein lustiges Video über typische deutsche Essgewohnheiten. Du lachst, aber gleichzeitig hörst du authentisches Deutsch, so wie es wirklich gesprochen wird. Neben Comedy gibt es auch Accounts, die speziell für Sprachlernende gemacht sind. Manche posten täglich ein Meme mit einer deutschen Redewendung, andere erklären in kurzen Reels typische Fehler, die Lernende machen. Das sind kleine Einheiten, die du in Sekunden konsumierst, aber die sich über Wochen und Monate summieren, wie ein Tropfen auf den anderen. Sehr wertvoll sind auch thematische Accounts. Liebst du Fußball? Folge deutschen Fußballseiten. Interessierst du dich für Kochen? Abonniere Foodblogger aus Deutschland. So lernst du nicht nur die Sprache, sondern auch Vokabeln, die direkt zu deinen Interessen passen. Das macht es leichter, dran zu bleiben und motiviert zu bleiben. Ein weiterer Vorteil: Social Media bietet echte Interaktion. Anders als im Lehrbuch kannst du direkt auf Posts reagieren, Kommentare lesen oder sogar selbst schreiben. Das trainiert nicht nur dein Lesen und Schreiben, sondern gibt dir auch ein Gefühl dafür, wie Muttersprachler tatsächlich kommunizieren, mit Abkürzungen, Emojis, Humor und manchmal auch mit Fehlern. Das Geheimnis liegt darin, deinen Feed so zu gestalten, dass er dir immer wieder kleine Lernmomente schenkt. Jedes Mal, wenn du die App öffnest, bekommst du einen Mini-Input in der Zielsprache. Und genau diese ständige Wiederholung, kombiniert mit Unterhaltung, macht den Unterschied. Kurz gesagt, wenn du die richtigen Accounts auswählst, wird dein Social-Media-Feed zu deinem persönlichen Sprachlehrer. Kostenlos, aktuell und jederzeit verfügbar. Social Media ist keine Einbahnstraße. Der wahre Schatz steckt nicht nur in den Posts selbst, sondern auch in den Kommentaren darunter. Genau hier kannst du als Lernender unglaublich viel mitnehmen und aktiv werden. Fangen wir mit dem Lesen an. Unter fast jedem Post findest du eine Fülle von Reaktionen, Witzen, Wortspielen oder kurzen Dialogen. Diese Kommentare sind oft viel authentischer als der eigentliche Inhalt. Sie zeigen dir, wie Muttersprachler tatsächlich reden, wie sie Abkürzungen benutzen, Ironie ausdrücken oder spontan reagieren. Ein Lehrbuch würde dir selten erklären, was LOL same auf Deutsch heißt, aber im Kommentarbereich siehst du direkt, wie Leute same, fühle ich oder genau mein Humor schreiben. Allein durch das regelmäßige Lesen solcher Kommentare entwickelst du ein Gefühl für Sprachmelodie, Humor und den Alltagsvokabel. Du bekommst mit, welche Phrasen gerade im Trend sind, welche Insiderwitze kursieren und wie locker oder frech Muttersprachler im Netz formulieren. Der nächste Schritt ist Selbstschreiben. Am Anfang kann es Überwindung kosten. Aber genau hier trainierst du das, was sonst schwer zu üben ist: spontane Produktion. Es muss nichts Großes sein. Ein Emoji, ein kurzes Haha kenne ich oder eine kleine Frage reichen völlig. Mit der Zeit wirst du mutiger und beginnst, längere Kommentare zu verfassen. Das Beste daran: Du bekommst manchmal sogar Antworten von Muttersprachlern. Dadurch entsteht ein echter Austausch, der dir Feedback gibt
ohne dass du in einer formellen Lernsituation steckst. Und selbst wenn niemand reagiert, hast du den wichtigsten Schritt schon getan. Du hast die Sprache aktiv benutzt. Ein kleiner Tipp: Such dir Beiträge, die dich wirklich interessieren. Ob Fußball, Serien oder Kochen. Wenn du dort kommentierst, fühlst du dich automatisch motivierter. Denn du redest nicht über Deutsch, sondern über ein Thema, das dir Spaß macht, auf Deutsch. Kurz gesagt, Kommentare sind wie Mini-Dialoge mit echten Menschen. Sie helfen dir, die Sprache so zu erleben, wie sie wirklich gesprochen wird. Spontan, direkt und authentisch. Eines der größten Missverständnisse beim Sprachenlernen ist die Annahme, dass man immer stundenlange Sitzungen braucht, um Fortschritte zu machen. Die Wahrheit ist, unser Gehirn liebt kleine, regelmäßige Impulse. Genau hier kommen Social Media und Memes ins Spiel. Sie liefern dir Lerneinheiten, die nur 30 Sekunden dauern, aber extrem wirksam sind. Denke an deinen Alltag. Du stehst in der Schlange beim Bäcker, wartest auf den Bus oder machst eine kurze Pause bei der Arbeit. In diesen Momenten scrollst du wahrscheinlich ohnehin durch dein Handy. Stell dir vor, du nutzt genau diese 30 Sekunden, um ein deutsches Meme zu lesen, ein kurzes Reel zu schauen oder einen Kommentar auf Instagram zu verstehen. Das klingt banal, aber wenn du das 10-mal am Tag machst, summiert es sich zu 5 Minuten zusätzlichem Sprachinput. Und 5 Minuten täglich bedeuten über 30 Stunden im Jahr. Der Schlüssel ist Konsistenz. Kurze Einheiten passen perfekt in den Rhythmus unseres modernen Lebens. Sie sind niedrigschwellig, weil du keine große Vorbereitung brauchst. Kein Lehrbuch, kein Schreibtisch, kein Stundenplan. Nur dein Handy und die Neugier, was als nächstes kommt. Außerdem haben diese Mini-Sessions einen psychologischen Vorteil. Sie fühlen sich nicht wie echtes Lernen an. Du hast kein Druckgefühl, sondern konsumierst Inhalte, die dich unterhalten. Gerade dadurch bleibst du länger motiviert und hältst durch. Ein praktischer Tipp: Richte dir kleine Triggermomente ein. Zum Beispiel, jedes Mal, wenn du eine App öffnest, schaust du dir mindestens ein Meme auf Deutsch an. Oder du legst dir einen Ordner mit gespeicherten Posts an, durch die du in deiner Mittagspause scrollst. So entsteht mit der Zeit ein starkes Netzwerk aus Mikroeinheiten, die dein Gehirn immer wieder mit Sprache füttern. Fast wie ein ständiges, aber angenehmes Sprachbad. Kurz gesagt, 30 Sekunden reichen, wenn du sie regelmäßig nutzt. Denn kleine, konstante Schritte bringen dich langfristig genauso weit und manchmal sogar weiter als seltene, aber lange Lernsessions. So groß die Vorteile von Memes und Social Media auch sind, es gibt eine Kehrseite, die jeder kennt: Ablenkung. Du öffnest TikTok, um ein kurzes deutsches Lernvideo anzuschauen, und eine halbe Stunde später fragst du dich, warum du gerade Katzenvideos, Tanztrends und Lifehacks gesehen hast, aber kein einziges Wort gelernt hast. Genau das ist die größte Gefahr. Die Plattformen sind darauf programmiert, dich möglichst lange festzuhalten. Das Problem ist nicht, dass du ab und zu abschweifst. Das ist menschlich. Das Problem entsteht, wenn die eigentliche Lernidee komplett untergeht. Social Media kann dich mit einem endlosen Strom von Reizen überfluten. Dein Gehirn springt von einem Thema zum nächsten, ohne dass etwas wirklich hängen bleibt. Statt Mikrolerneinheiten hast du dann Mikrodopaminkicks, die zwar Spaß machen, aber dich nicht weiterbringen. Wie vermeidet man das? Der erste Schritt ist Bewusstsein. Mach dir klar, dass die Apps nicht für dein Lernen gebaut sind, sondern für deine Aufmerksamkeit.
Der zweite Schritt ist Struktur. Setze dir kleine Regeln, zum Beispiel nur 5 Minuten gezielt deutsche Inhalte konsumieren, bevor du zu anderem Content übergehst. Oder eine feste Routine. Immer morgens ein Meme, mittags ein Reel, abends einen Kommentar lesen. Hilfreich ist auch, sich eine saubere Zone zu schaffen. Du kannst separate Accounts oder Listen anlegen, die ausschließlich Lerncontent enthalten. So vermeidest du, dass du beim Scrolling sofort wieder in deiner Muttersprache landest. Und ganz wichtig, sei ehrlich mit dir selbst. Wenn du merkst, dass du in die Ablenkungsfalle tappst, ist das kein Grund für Selbstkritik, sondern ein Signal, dass du deine Strategie anpassen darfst. Kleine Erinnerungen, ein Timer oder das bewusste Speichern von Lernposts können helfen, den Fokus zurückzuholen. Kurz gesagt, Social Media ist ein mächtiges Werkzeug, aber nur, wenn du es aktiv steuerst. Nutzt du es unbewusst, lenkt es dich ab. Nutzt du es bewusst, verwandelt es sich in eine Lernmaschine. Damit Social Media wirklich zu einem nachhaltigen Lernwerkzeug wird, reicht es nicht nur zufällig hier und da ein Meme mitzunehmen. Der Schlüssel liegt darin, es bewusst in deine tägliche Routine einzubauen, so dass es ein fester Bestandteil deines Alltags wird, ohne dich zu überfordern. Beginnen wir mit kleinen Ritualen. Du könntest dir zum Beispiel vornehmen, jeden Morgen, bevor du deine erste Nachricht beantwortest, schaust du dir ein deutsches Meme oder einen kurzen Clip an. Oder während deiner Mittagspause liest du 3 Kommentare auf einem deutschen Account. Abends, bevor du ins Bett gehst, speicherst du einen Post mit einer neuen Vokabel und wiederholst sie kurz. Solche Mini-Gewohnheiten brauchen kaum Zeit, summieren sich aber über Wochen zu enormen Fortschritt. Ein weiterer Ansatz ist das Themenscrolling. Statt wahllos durch deinen Feed zu gehen, suchst du gezielt nach Inhalten, die dich interessieren, sei es Fußball, Mode, Kochen oder Serien. So stellst du sicher, dass du nicht nur die Sprache lernst, sondern gleichzeitig auch Fachvokabular in deinen Hobbys aufbaust. Das motiviert zusätzlich, weil es direkt relevant für dein Leben ist. Sehr hilfreich ist es auch, Social Media mit anderen Lernmethoden zu verbinden. Du kannst zum Beispiel ein lustiges Meme, das dir gefällt, in dein Vokabelheft übertragen oder die Redewendung in Anki speichern. Oder du nimmst einen Kommentar, der dir aufgefallen ist, und baust selbst einen Satz damit. Auf diese Weise verwandelst du flüchtige Inhalte in langfristiges Wissen. Wichtig ist, dass Social Media nicht dein einziges Lernwerkzeug bleibt, sondern wie ein Gewürz wirkt. Es macht das Lernen abwechslungsreicher, leichter und alltagsnäher. Kurz gesagt, baue feste Routinen ein, verbinde Social Media mit deinen Interessen und kombiniere es mit klassischen Lernmethoden. Dann wird aus jeder Scroll-Session ein kleines, aber effektives Training und aus deiner täglichen Online-Zeit eine echte Sprachlernmaschine. Wenn wir an klassisches Sprachenlernen denken, haben viele sofort Bilder von Vokabelkarten, Grammatikbüchern und langen Übungseinheiten im Kopf. Doch Social Media und Memes zeigen uns, dass es auch anders geht. Lernen kann leicht, humorvoll und mitten im Alltag stattfinden. Das Entscheidende ist nicht, stundenlang über Regeln zu brüten, sondern die Sprache regelmäßig in dein Leben zu integrieren. Genau das gelingt mit Memes und Social Media. Sie liefern dir authentische Beispiele aus der echten Sprachwelt, verpackt in kurzen, witzigen und einprägsamen Formaten. Und weil du sowieso Zeit auf diesen Plattformen verbringst, verwandelst du deine Gewohnheiten in Lernchancen, ohne zusätzlichen Aufwand. Wir haben gesehen, wie Humor und Bilder dafür sorgen, dass Wörter im Gedächtnis bleiben. Wir haben erlebt, wie Kommentare dich in echte Gespräche hineinziehen können. Und wir haben besprochen, wie Mikroeinheiten von nur 30 Sekunden dir über Monate hinweg eine enorme Lernzeit schenken. Natürlich gibt es auch Gefahren, Ablenkung, endloses Scrollen, Inhalte, die nichts mit deinem Lernziel zu tun haben.
Aber wenn du bewusst auswählst, Routinen einbaust und Social Media mit anderen Methoden kombinierst, wird es zu einem der stärksten Werkzeuge in deinem Lernarsenal. Am Ende geht es darum, dass Sprache Spaß machen darf. Lachen, scrollen, reagieren, all das sind keine Zeitverschwendungen, solange du es geschickt nutzt. Denn jede positive Emotion, die du mit der Zielsprache verbindest, macht es wahrscheinlicher, dass du dranbleibst und langfristig erfolgreich wirst. Also, sieh dein Handy nicht nur als Ablenkung, sondern auch als Chance. Richte deinen Feed so ein, dass er dich täglich mit kleinen Portionen echter Sprache füttert. Kommentiere, lache, speichere und teile. Schritt für Schritt wirst du merken, die Sprache wird nicht nur gelernt, sie wird Teil deines Alltags. Kurz gesagt, Spaß ist kein Nebeneffekt, sondern der Motor für nachhaltiges Lernen. Und Social Media ist das perfekte Werkzeug, um diesen Motor in Gang zu setzen.